Stages. Eine Snamione Fanfiction. Geschrieben von Affodillbluete, gelesen von Carina Fü. Kapitel 1. Books. Severus' leise Schritte trugen ihn durch das Schloss. Er genoss diese Zeit, abends, wenn die Bewohner des Schlosses bereits schliefen und sich der dunkle Schleier der Nacht über die Ländereien gelegt hatte. Und noch mehr als die eigentliche Ruhe, die die dicken Mauern ausstrahlten und ihm durch Mark und Bein gingen, in ihm eine Gelassenheit auslösten, die sonst nahezu nichts auszulösen vermochte, liebte er die ganz spezielle Ruhe, die die Bibliothek für ihn bereithielt, mit all ihren Büchern und den alten Seiten, die ihm stumm tausende Geschichten zuflüsterten. Mit ihrem ganz speziellen Geruch nach Jahrhunderten in den kalten Mauern mitten in Schottlands Highlands. Severus sehnte sich nach dieser Ruhe mehr als jemals zuvor. Nun, nach dem Krieg und allem Leid, das er mit sich gebracht hatte. Nach all dem Schmerz und den bangen Stunden, die nun ein für allemal ein Ende gefunden hatten. Severus seufzte lautlos, bog um die Ecke, sein Ziel, die Bibliothek, noch immer vor Augen. Er hatte nie vorgehabt, wieder nach Hogwarts zurückzukehren. Er hatte ja nicht einmal geplant, den Krieg zu überleben. Denn selbst er wusste, dass es reines Wunschdenken gewesen wäre, noch einmal die heulende Hütte zu verlassen. Er hatte es bereits gewusst, als der dunkle Lord ihn zu sich bestellt hatte. Dass er aber dennoch wieder aufwachte, in einer Lache seines eigenen Blutes, die Bisswunden dürftig versorgt und mit brennenden Schmerzen in den Gliedern, daran hatte er niemals geglaubt. Und dass er niemals herausgefunden hatte, weshalb er überlebt hatte, wurmte ihn mehr, als er jemals zugeben würde. Dennoch war er nun dort, in den lang verlassenen Gängen des Schlosses, das so viele Jahre seine Heimat gewesen und nun erneut war, obwohl er nie wieder zurückkehren wollte. Aber was war schon die Alternative gewesen? Ein tristes Leben in Spinners End, verdammt bis an sein Lebensende mit all den Sünden, die er begangen hatte, und alleine mit seinem Selbsthass. Nein, das wollte er nicht. Er wollte, solange er noch konnte, davor fliehen, und wenn das hieße, dass er sich noch weitere Jahre mit den nichtskönnenden Plagen abgeben musste, dann war das eben so. Dass Potter und Weasley sich nicht noch einmal dazu entschieden hatten, Hogwarts zu besuchen, weil ihr glorreicher Triumph ausgereicht hatte, dass ihnen die besten Jobangebote dieses Landes nur so zu Füßen gelegt wurden, war beinahe eine Erleichterung. Severus wusste, dass er Potter nach der Nacht in der heulenden Hütte nie wieder in die Augen hätte sehen können. Es war schon mehr als schlimm genug gewesen, dass er bei Severus' Gerichtsverhandlung lang und breit darlegen musste, was er wusste, vor dem gesamten Zaubergamot. Severus hatte sich in diesem Moment mehr als jemals zuvor gewünscht, er wäre am Abend des 2. Mai gestorben. Doch Potter hatte seinen Namen reingewaschen und Severus war ihm beinahe dankbar dafür. Gesagt hätte er ihm das dennoch niemals. Severus' Schritte hatten ihn inzwischen zielgenau vor die großen Flügeltüren der Bibliothek geführt, und eine angenehme Wärme breitete sich in ihm aus, als er die schwere Eisenklinke in die Hand nahm und herunterdrückte, ehe sich die Tür mit einem leisen Kratzen öffnete. Augenblicklich schlug Severus die bedeutungsschwere Luft der geheimnisvollen Worte entgegen und umhüllte all seine negativen Gedanken an Vergangenes in einem grauen Schleier aus Mythik, Wissen und alten Abenteuern. Beinahe lautlos schloss er die Tür hinter sich, als er eingetreten war, und ließ seinen Blick über die meterhohen, randvoll gefüllten Regale, die zu 100 in diesem riesigen Raum standen, schweifen. Er hatte kein Ziel, kein besonderes Buch vor Augen, das er lesen wollte. Vielleicht würde er sich durch einige wenige wühlen, und wenn er an einem hängen blieb, war das in Ordnung. Vielleicht würde er sich aber auch einfach in einen alten, zerschlissenen Sessel setzen und die Gesellschaft der vergilbten Pergamente genießen. Lautlos wie immer suchte er seinen Weg durch die Reihen
und blieb abrupt stehen, als er etwas hörte, das nicht in die stille Idylle der Bibliothek passen wollte. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er, dass er sich verhört hatte, doch schnell schüttelte er den Kopf. Sein Gehör hatte ihn nicht betrogen. Er war sich sicher, dass dort eben jemand geseufzt hatte. Brodelnde Wut überkam ihn. Er hatte sich diesen Ort ausgesucht, um seinen Abend zu genießen, um die Ruhe in sich zu spüren und dem Trubel, der sonst im Schloss herrschte, zu entfliehen. Und nun sollte er darin gestört werden, weil sich jemand gegen die Regeln stemmen wollte. Ein diebisches Grinsen schlich sich auf seine Züge und seine Fingerspitzen begannen zu kribbeln. Wenn er nun auf einen Schüler oder eine Schülerin treffen würde, würden die Hauspunkte bereits von alleine aus dem Glas springen und den Punktestand in unterirdische Tiefen katapultieren. Mit einer perversen Genugtuung im Inneren schlich er sich um die Regalreihen herum, blickte immer wieder in die langen Gänge zwischen ihnen und freute sich bereits jetzt darauf, den Übeltäter, der sein Bett trotz Sperrstunde verlassen hatte, zur Rechenschaft zu ziehen. Als Severus um die Ecke bog, die Zaubertrankbücher von den Zauberspruchbüchern trennte, blieb er abrupt stehen. Er sah sich einem braunen Haarschopf entgegen, der wie ein schokoladenfarbener Wasserfall über den in eine Decke gewickelten Rücken fiel. Er würde diesen Haarkopf unter Tausenden erkennen, war er doch ein nicht zu verachtender Teil einer Person, die ihm seit jeher ein Dorn im Auge war. Hermine Granger, Kriegsheldin an Potters Seite. Er schnaubte lautlos. Natürlich hatte ausgerechnet sie sich dazu entschieden, das letzte Schuljahr zu wiederholen. Doch sie war ihm 1000-mal lieber als die anderen beiden des goldenen Trios. Und er musste sich eingestehen, dass er beinahe so etwas wie Respekt für sie übrig hatte. Dass sie die treibende Kraft gewesen war und Potter ohne sie keine Chance gehabt hätte, war mehr als offensichtlich. Dass sie sich jedoch im Gegensatz zu ihrem widerlichen Anhängsel dazu entschieden hatte, die Belohnung eines ordentlichen Jobs nicht einfach so anzunehmen, war eine herausragende und unfassbar reife Entscheidung gewesen. Er respektierte sie für ihre Entscheidung, wieder nach Hogwarts zu gehen und ihren Abschluss nachzuholen, auch wenn es nun wirklich abzusehen war. Severus' schwarze Augen hingen an ihrem Rücken. Er wusste nicht, wieso er ihr nicht längst Hauspunkte abgezogen hatte. Und er wusste auch nicht, wieso er sich nicht loseisen konnte. Wieso er sie anstarren musste, wie sie ihr Haar über ihre Schulter warf, erneut laut seufzte und schließlich das Licht der Öllampe neben sich löschte. Müde rieb Hermine sich ihre brennenden Augen. Sie hatte die Zeit vollkommen vergessen. So wie es beinahe immer der Fall war, wenn sie in der Bibliothek zwischen all den Büchern versackt war. Und in diesem Schuljahr war es ganz besonders wichtig für sie, die Zeit so gut es ging auszukosten. Sie wollte sich alles in ihren Kopf hämmern. Ihr Wissensdurst ließ ihr einfach keine Ruhe. Und die Tatsache, dass sie das Gefühl hatte, in dem Jahr auf Flucht Stoff verpasst oder vergessen zu haben, machte die Sache nicht unbedingt besser. Natürlich war das alles Unsinn. Sie hing dem Stoff nicht hinterher, im Gegenteil. Sie war ihm eher bereits ein halbes Jahr voraus. Und sie hatte natürlich auch nichts vergessen. Eher hatte sie dazugelernt. Und dennoch verlangte diese körperlose Stimme in ihrem Innern, dass sie sich reinhängte und den besten Abschluss hinlegte, den Hogwarts jemals gesehen hatte. Aber so langsam brummte ihr der Schädel und außerdem war es sichtlich weit nach Mitternacht. Sie würde Glück haben, wenn sie keine Lehrkraft erwischte und ihr Punkte abzog. Also entschied sie sich, das Licht zu löschen und die restliche Lektüre mit in ihren Schlafsaal zu nehmen. So leise wie möglich schob sie ihren Stuhl zurück und stand auf. Die Decke rutschte ihr dabei von den Schultern, stapelte die Bücher vor sich zu einem riesigen Turm und mit letzter Kraft in ihren müden Knochen hob sie diesen an. Sie konnte nicht einmal mehr über die Kanten der Bücher blicken,
als sie endlich auf ihren Armen hatte. Langsam tastete sie sich voran und machte einen kurzen Schritt nach dem anderen. »Wollen Sie eine Bibliothek in Ihrem Schlafsaal eröffnen, Miss Granger? Oder wieso tragen Sie die halbe Einrichtung eben dieser herum?« Hermine wäre vor Schreck beinahe über ihre eigenen Füße gefallen, doch sie konnte sich gerade noch so abfedern, zum Leidwesen ihrer Bücher jedoch. Diese fielen in einem lauten Knall zu Boden und erschütterten die Stille im Raum. Hermines Herz schlug wie wild gegen ihren Brustkorb. Sie musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer sie angesprochen hatte. Diese markante, tiefe Stimme und wie sie abfällig ihren Namen umspielte, würde sie auch noch in 100 Jahren erkennen. Es tut mir leid, Professor«, stammelte sie leise, zu nicht mehr imstande, ehe sie sich bückte und sich daran machte, die heruntergefallenen Bücher aufzuheben. Im Augenwinkel sah sie den so altbekannten schwarzen Schatten neben sich treten. Sie wusste, dass ihr nun eine riesige Standpauke drohen würde. Sie würde so viele Punkte abgezogen bekommen, dass Gryffindor in diesem Jahrhundert nicht mehr Hauspokalsieger werden würde. Doch zu ihrer Überraschung tat Professor Snape nichts. Aber sie wäre nicht Hermine Granger, wenn sie sich nicht sicher wäre, dass er bloß darauf wartete, bis sie ihre Unordnung beseitigt hatte, um ihr die Leviten zu lesen. Hermine atmete tief durch, ehe sie das letzte Buch auf den riesigen Stapel legte und sich aufrichtete, um ihrem Zaubertrankprofessor in die Augen zu blicken. Mit geradem Rücken stellte sie sich hin. Sie gab sich alle Mühe, sich nicht ansehen zu lassen, wie sehr er sie gerade erschreckt hatte, obwohl die Bücher am Boden wohl mehr als genug Beweis dafür gewesen waren. Ihr Blick traf seinen dunklen, und Hermines Kopfhaut begann zu kribbeln. Das letzte Mal, dass sie mit ihm alleine gewesen war bereits über 1,5 Jahre her. Doch daran wollte sie in diesem Moment nicht denken. Nicht, dass sie sonst daran denken würde. Meist versuchte sie lediglich, die Gedanken an diese Nacht zu verdrängen. An all das Leid und den Schmerz und die Verluste, die sie mit sich gebracht hatte. Und die Tränen, die ihre Wangen entlang gerinnt waren. An den schmerzenden Wunsch, jemandem zu helfen, jemanden überleben zu lassen. »Sie sollten besser aufpassen«, schnarrte er leise, und Hermine schluckte schwer. »Ja, Sir«, antwortete sie, ehe sie sich umdrehte und so schnell wie möglich mit ihren Büchern verschwinden wollte. Gerade als sie sich herunterbeugte, um die Bücher erneut auf ihre Arme zu nehmen, hielt seine Stimme sie zurück. »Miss Granger, Sie sind eine Hexe«, sagte er monoton, und Hermine meinte, so etwas wie ein Vorwurf in seinen Worten mitschwingen zu hören. Doch sie konnte sich keinen Reim daraus machen, weshalb er ihr etwas vorwerfen sollte. Sie blickte auf die Bücher vor sich, die darauf warteten, hochgenommen zu werden, und da verstand sie endlich. Mit einem winzigen Schmunzeln auf den Lippen richtete sie sich wieder auf und schwang ihren Zauberstab. »Wingardium Leviosa«, sagte sie leise, und keine Sekunde später hatte sich der Stapel Bücher in die Luft erhoben und schwebte vor ihr. »Danke, Professor.« Ohne ihn noch einmal anzusehen, trugen ihre Beine sie aus der Bibliothek, und sie verschwendete nicht einen Gedanken daran, dass er sie nicht bestraft hatte, sondern dachte immer und immer wieder daran, wie er sie darauf aufmerksam machte, dass sie durchaus in der Lage war, zu zaubern. Und nun verstand sie auch den leisen Vorwurf in seinen Worten.